Herzlich willkommen zu Walter Stuber, der Mutmacher, im Gespräch. Herzlich willkommen zum Mutmacher im Gespräch. Ich darf ganz herzlich den Frank Borchardt von Schwan Gerüstbau GmbH begrüßen. Lieber Frank, stell dich selber vor. Hallo, mein Name ist Frank Borchardt und ich freue mich, lieber Walter, dass ich bei dir in dem Podcast sein darf. Mein Name ist, wie gesagt, Frank Borchardt, bin 55 Jahre alt, habe 4 Kinder, 2 eigene und 2 nicht so eigene, aber trotzdem alle lieb und bin gelernter Elektriker, habe dann irgendwo in einem zweiten Bildungsweg mal den Ingenieur hinterhergeschoben und habe da eigentlich lange gut mitgelebt, bis mir dann der Gerüstbau über den Weg gelaufen ist vor fast 5 Jahren. Und war dann in der Summe völlig verrückt. Wenn ich es jetzt nachträglich so betrachte, ist es auch so, dass man schon ganz schön verrückt gewesen sein muss, was ich da eigentlich gemacht habe, um zum Gerüstbau zu kommen. Ich würde aber sagen, ich habe noch nicht eine Sekunde bereut, dass ich es getan habe. Erzähl mal die Geschichte. Ich habe gestern mit Waldemar Hofmann telefoniert. Den hast du vor kurzem getroffen, ja? Und der hat mir ein bisschen so am Rande die Geschichte erzählt. Genau, ich erzähle gerne mal neu. Also 2021 wollte ich mal mir ein Gerüst für mein Haus ausleihen und bin dann zu meinem örtlichen Gerüstbauer gegangen und habe den gebeten, mir mal ein Angebot über ein Gerüst zu machen. Und dann sagte der zu mir, ja, da wird nichts mehr, weil ich mache am 31.12. zu und gehe dann in den Ruhestand. Sag ich, okay, gut, dann gibst du mir die Nummer von deinem Nachfolger. Und dann sagt er, Nachfolger gibt's nicht. Mit seiner herrischen, so lieben Art an sich so, wo ich sagte, ja okay, dann müssten wir uns, glaube ich, mal auf einen Cappuccino treffen. Und dann, man merkte dann schon so ein bisschen erstmal so, was will der jetzt so? Der will doch wohl nicht meine Firma kaufen oder so. Und dann habe ich doch so mit meiner Art ihn davon überzeugt gekriegt, dass wir uns mal treffen und mal, dass er mir mal seine Firma zeigt. Und dann war ich irgendwie gefixt von der Idee, diese Gerüstbaufirma zu kaufen, ohne eigentlich zu wissen, was ich da eigentlich jetzt so vorhabe. Ich bin dann nach Hause und meine Frau, damalige, also ist jetzt immer noch, Entschuldigung, also die ist halt, und sie sagte, oh Gott, du wirst doch jetzt wohl nicht deine sichere Anstellung kündigen und dich in die Wagnis Selbstständigkeit bewahren. Alle anderen in deinem Alter würden jetzt eher darüber nachdenken, in Ruhestand zu gehen oder darauf sich vorzubereiten und du willst jetzt hier nochmal so mal das große Rad drehen. Aber sie wusste dann auch innerlich, also wenn er sich so was in den Kopf setzt, dann hat sie kaum Möglichkeiten, das abzuhalten. Naja, gesagt, getan, okay, also irgendwie so, ich habe kein richtiges Nein von zu Hause gekriegt und damit war eigentlich auch für mich klar, bauernfrei und habe dann erstmal geguckt, ob ich fachlich überhaupt das so machen kann. Habe ich schnell festgestellt, dass es doch sehr schwierig ist, in so einer kurzen Zeit, im November war das, 2020, und eigentlich wollte ich ja zum 31.12. dann noch die Firma übernehmen, also innerhalb von einem guten Monat ging nicht. Also hatte ich den gebeten, den Herrn Schreder damals, ob er nicht noch ein bisschen länger macht, damit wir das vielleicht, ich meine, ich bräuchte wenigstens bis zum 1.3. irgendwie eine Möglichkeit, weil es hat ja niemand nach mir geschrien, sozusagen, und ich musste erstmal die Leute überzeugen, dass sie mich überhaupt erhören. Und der Alf Püttlich aus Braunschweig, der hatte sich das dann zur Aufgabe gemacht, meinen Betrieb, den jetzigen Betrieb zu prüfen, ob der überhaupt so gut aufgestellt ist und ob meine fachlichen Fähigkeiten überhaupt ausreichen, diesen Betrieb zu übernehmen. Ja, dann war er mal bei uns vor Ort, war auch sehr angetan von dieser ganzen Art, von der Struktur und hat dann mich so ein bisschen geprüft und hat dann gesagt, ja, im Erstgespräch, das scheint wohl doch vernünftig zu sein. Und nächstes Mal, wir machen noch einen Termin und kommst du nach Braunschweig und dann werde ich dich auf Herz und Nieren prüfen. Hat er das natürlich gemacht und ich hatte dann wirklich tatsächlich mit viel Büffeln abends und dergleichen und mich hier von meinen Kollegen hier irgendwie noch triezen lassen, wie muss man dann eigentlich eine Rohrkupplung schrauben und dergleichen, weil ich war ja völlig fremd an diesem ganzen Milieu und
habe das dann tatsächlich geschafft. Dann war es noch die finanzielle Geschichte, denn so einen Betrieb zu kaufen ist ja auch nicht so, ja, wir reden ja da über Zahlen, die sind nicht alltäglich so. Und tatsächlich, der einzige Weg, das ich gemacht habe, ich bin einfach zu der Hausbank von der damaligen Spanien-Großbauern gegangen, habe die mit meiner Art irgendwie doch davon überzeugt gekriegt, zu sagen, wir probieren's. Und da habe ich dann mit 4,5 Leuten die Schwan Gerüstbau GmbH gekauft. Ja. In einer völligen Absurdität. Absurder ging es eigentlich gar nicht mehr, aber immer mit der, für mich, ja, irgendwie so für mich, aber ich krieg das hin, ich möchte das. Ja, da war in mir so eine Flamme, so ein Ehrgeiz geweckt, da wo ich sagte, du machst das. Und Du, ja, du hast ja ein Warum, ja. Also ich habe mal ein Buch gelesen, das heißt, frag immer erst warum. Ja. ja, Was ist denn dein Warum? warum ich das gemacht habe, ne? Ja, ich glaube, ich glaube, es hätte jede andere Firma vielleicht auch sein können, aber ich habe diese Frage natürlich für mich gestellt und ich habe aber in dem Ganzen, was da sich für mich aufgetan hat, so eine unendliche Freiheit entdeckt, gesehen und auch gespürt. Ich konnte mich frei entwickeln, ich konnte frei in Entscheidung sein, ich war auf einmal glücklich. Ich habe auf einmal doppelt so viel gearbeitet, habe vielleicht nur die Hälfte am Anfang verdient, aber ich war glücklich. Und das war eigentlich der Motor und die Motivation, so zu starten und anzufangen. Jetzt wenn jetzt mal, jetzt bist du auch mit der Firma, wenn ich jetzt deine Webseite anschaue, bist du ja deutlich gewachsen. Ja, wir sind jetzt fast 30 Leute. Wir bilden aus und ja, ich glaube, das ist diese positive Verrücktheit, die in mir so herrscht, dass ich Leute so begeistern kann und mitziehen kann und sage, wir haben darauf Lust und das ist es auch, was mich so antreibt. Also ich sehe den Gerüstbau als was Wunderbares, so was richtig Tolles, wo ich mich völlig begeistern kann, dass es den gibt. Und ich finde, wir machen irgendwie auch wirklich immer den Fehler, es gar nicht so deutlich darzustellen. Ich vielleicht übertreibe es ein bisschen. Klappernhörer gehört ja zum Handwerk, sagt man bekanntlich. Aber ich finde, man müsste es noch viel, viel deutlicher machen, dass man so für diese Branche brennt und auch dann all die guten Dinge darin sieht und nicht nur die schlechten. Also natürlich müssen wir viel tun und arbeiten. Aber es ist ja auch was Schönes, oder? Wenn man abends sein Werk sieht, was man geschaffen hat. Aber jetzt, wie lange hast du dann oder arbeitet? Also wenn ich jetzt heute mit Gerüstbauunternehmer habe ich jetzt mit 48 Gerüstbauunternehmer schon gesprochen. Du bist jetzt also 49, du bist der Letzte hier drin, ja. Und mein Sohn ist der 50. Und danach macht mein Sohn das weiter, der Ingold. Und jetzt, wenn ich also mit ganz vielen gesprochen habe, die sind ganz stark noch im operativen Tagesgeschäft. Und manche arbeiten draußen auf der Baustelle noch mit ganz vielen Mitarbeitern, ja. Also die haben oft teilweise 15, 18 Mitarbeiter und arbeiten aktiv draußen am Gerüst mit. Und hast du diesen Punkt schon gefunden, wo du sagst, okay, ich bin im operativen Geschäft gar nicht mehr. Also ich bin nur noch im strategischen Geschäft. Ich würde gerne an der Firma arbeiten und nicht in der Firma. Ja, also natürlich ist es so, dass ich auch in der Firma arbeite. Ich bin nicht draußen am Gerüst, weil wir bei 30 Leuten, kannst du nicht im Gerüst stehen und hast andere Aufgaben. Also du hast ja geschäftsführende Tätigkeiten, dann musst du natürlich all die Dinge, wir sind ja jetzt auch nicht so groß, dass wir jetzt noch etliche Abteilungen wie Controlling und dergleichen gibt, sondern das musst du natürlich auch alles mitmachen. Aber mein Ziel ist es, irgendwann aus dem operativen Tagesgeschäft raus zu sein und dann die Firma präsentieren und an der Firma zu arbeiten, ja. Genau. Und jetzt hast du ja eine Vision, ja. Ja. Wo endet deine Vision personaltechnisch?
Das weiß ich gar nicht so genau. Also, ich sag mal so, wir sind jetzt fast 30 Leute und wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir theoretisch nicht mehr wachsen können. Also wir haben jetzt einen Puffer vor uns, wo wir uns eigentlich jetzt umstrukturieren müssen und das auch werden, um wachsen zu können. Wir wollen es aber nicht, aber die Möglichkeit, diese Strukturen so zu schaffen, dass wir es können, das ist jetzt die nächste Aufgabe. Wie viel Auszubildende hast du im Gerüstbau? 5. Ein Büro und 4 auf der Baustelle. Und wie viel Mitarbeiter, wie viel Bauleiter hast du jetzt momentan? Ein. Ja, es wurde mir schon gesagt, das kann gar nicht sein bei so vielen Leuten, aber ja, ein. Und dann noch eine Büroangestellte oder? Genau. Wir haben noch eine wunderbare Sekretärin und die ihren Dienst hier gut macht und nicht nur gut, die macht ihn jeden Tag toll. Bei uns ist es ein bisschen anders in der Struktur. Wir haben 11 Auszubildende in 3 Ausbildungsbereiche. Wir haben 4 Bauleiter. Wir haben im Büro haben wir, jetzt muss ich schon rechnen, 1, 2, 3, 4. 4 Damen, aber die arbeiten teilweise nicht Vollzeit, also nicht voll. Also mit eine Auszubildende, die hat jetzt neu angefangen. Und wir haben einen Lagerarbeiter, einen an der Gerüstfassstraße und wir haben draußen momentan 20 Gerüstbauer. Und wir sind stark überlastig im Verwaltungsbereich, ja. Ja. Aber das ist eine strategische Sache bei uns im Hause. Es kann ja vom Vorteil sein. Also ich habe die Erkenntnis erlangt, manchmal ist weniger mehr. Ja, also wir sollten vielleicht mal einen Auftrag weniger machen, aber den dafür genauer. Und dann ist es wieder so, dass man den natürlich aus dem Büro viel besser steuern kann, diesen Auftrag. Sei es, wie wir vorhin schon mal sagten, Nachtragsmanagement oder so und mal drauf gucken, dass man vernünftig die Sachen abrechnet, die man noch geleistet hat. Denn ich gebe zu, ich glaube, wir machen manchmal so viele Leistungen, die wir uns nicht bezahlen lassen. Und ich glaube, wenn ich das so ausspreche, wird jeder für sich selber jetzt auch erkennen, naja, da hat er nicht Unrecht. Die eine oder andere Leistung, die wir da erbringen, die lassen wir uns einfach nicht bezahlen, weil wir einfach es irgendwie nicht hinkriegen zu organisieren, das aufzunehmen. Jetzt, wenn du jetzt mal zurückschaust, 5 Jahre, ich habe mit dem Kevin Schwarz ein Interview gehabt, das ist schon länger her. Der Kevin, der geht vor Weihnachten bis zum März, macht er seinen Betrieb zu, ja, und geht in Urlaub. Wann hast du das letzte Mal 14 Tage Urlaub gehabt, die letzten 5 Jahre? Im August. Im August habe ich 3 Wochen Urlaub gemacht. Echt, ja? Tatsache, ja. Jetzt hast du in der Firma angerufen? Ganz ehrlich? Ja. Nicht einmal. Echt? Wirklich. Und wir hatten es im Vorfeld geplant und irgendwie war das auch der Ehrgeiz aller, dass die zu mir gesagt haben, wir rufen den nicht an. Wir kriegen das alleine hin. Und das war wirklich schön anzusehen. Ja. Also ich und Dirk waren mal, er war im Krankenhaus und ich war in Schweden im Urlaub. Und das war einer der besten Monate, die wir je im Geschäft hatten. Also beide nicht da. Deshalb, es ist ja vielleicht gut, dass man nicht mehr operativ mitarbeitet. Ja. Jetzt, wo du es sagst, warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Es war wirklich ein sehr umsatzstarker Monat, ja. Ja, wir haben da wirklich gut gearbeitet. Und was sind jetzt so deine Hobbys? Wenn du jetzt sagst, okay, jetzt vorher war ich Angestellter, da habe ich da sicher noch ein paar Hobbys gehabt, ja. Ja. Kannst du die Hobbys heute auch noch nachgehen oder?
Ja, sagst du, ich habe jetzt gar keine Zeit. Also ich angel sehr gerne, also weil ich da den Ausgleich für diesen Alltagsstress so finde. Das muss ich sagen, das ist wirklich arg zurückgegangen. Also ich müsste mir einfach viel mehr Zeit mal wieder fürs Angeln nehmen. Wir haben im Plau am See, haben wir da oben einen Bootsschuppen, konnte ich mir jetzt dadurch natürlich mal leisten und haben da ein schönes Boot und sind dies Jahr mal sozusagen Bootswandern gewesen. War eine schöne Erfahrung. Wir hatten zwischendurch, vor 2 Jahren hatte ich auch noch einen Kapitänsschein gemacht, also einen Bootsführerschein bitte. Und ja, und habe mir dann mal so ein schönes Boot gekauft, was wirklich sehr entspannt ist. Da hatten wir jetzt dieses Jahr noch ein bisschen zu tun mit dem Umbau, weil es ist so in die Jahre gekommen mit dem Bootschuppen und aber für nächstes Jahr wünsche ich mir, dass ich dann da sehr oft angeln fahre. Gut. Ja. Also angeln bin ich früher auch gegangen. Ich habe jetzt durch die Krücken gehen mit den Händen Probleme. Ja. Da kann manche Knoten nicht machen. Ich will aber das nächstes Jahr auch wieder mehr machen, meine Frau mitnehmen. Aber früher bin ich immer angeln gegangen und habe dann keinen Köder dran gemacht und habe nebenher ein Buch gelesen. Habe gedacht, hoffentlich beißt keiner an. Aber ich bin nicht daheim und habe meine Ruhe. Aber hat da schon mal einer angebissen? Ja, ich habe dann auch schon mal was mit heimgebracht, aber es war nicht mein Sinn des Ding, sondern ich habe einfach ein Buch. Du hast recht, das geht mir auch gar nicht ums. Also eigentlich tut's mir aber wirklich, wie du sagst, auch ein bisschen leid, wenn dann so ein Fisch dran ist, den du dann da so gequält hast, dass er da am Haken ist und wieder rausgezogen wird. Im besten Fall, dann kannst du noch wieder reinsetzen. Schlimm ist, wenn du nicht mehr reinsetzen kannst. Ich esse den auch, so ist das nicht. Also es ist schon alles in Ordnung. Aber der Sinn dahinter ist einfach runterzukommen und einfach mal zu machen. Also meine Frau geht gerne in Norwegen angeln. Und da waren wir schon öfters in Norwegen angeln mit meiner Frau. Da war ich noch nie, muss ich mal hoch. Mhm. Also erzählen tun sie alle davon, aber ich muss das mal als nächstes Reiseziel aufnehmen. Ja, wie bist denn du zu deiner Auszubildende gekommen? Also viele erzählen, ja, das funktioniert ja gar nicht, wir bekommen keine Auszubildende. Wie hast denn du das gemacht? Oder was ist dein Erfolgskonzept? Ja, kurioserweise müssen wir nicht mal an Ausbildungsmessen teilnehmen und wir haben jedes Jahr eigentlich reichlich Bewerber, wo wir drinnen auch noch darin auswählen können. Hört sich jetzt ein bisschen arg fremd an, ist aber tatsächlich so. Dazu gekommen bin ich, jetzt muss ich ein bisschen mal eine Rolle rückwärts machen. Also mein Leben zuvor war also auch nicht so immer so vom Glück geprägt und in meiner Schulzeit war es auch so nicht so von Erfolg gekrönt. Also ich war nicht so der beste Schüler und habe da eine Tortur durchgemacht, die mir aufgezeigt hat, wie schnell man in dieser Gesellschaft als Außenseiter wirken kann oder werden kann. Aber ich habe immer an mich selbst geglaubt und habe immer gesagt, ich krieg das schon irgendwie hin und habe aber dabei gesehen, wie viel dabei in diesem ganzen System hinten runterfallen. Ja? Und das fand ich eigentlich menschlich total schade, weil da wirklich viele, viele Menschen bei waren, die was total Besonderes waren, aber die dann einfach durchs Raster gefallen sind. Und irgendwann kam in mir der Gedanke und der ist dann mehr und mehr gereift, wenn du mal die Möglichkeit hast, in diese Position zu kommen, dann versuchst du gerade Menschen, die nicht so einen guten Start hatten im Leben, die Möglichkeit zu schaffen, einen tollen Ausbildungsberuf zu erlernen und dabei auch glücklich zu werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Motor und so meine innerliche Einstellung dazu. Wo ich damals die Firma übernommen habe, da kam ein ehemaliger Mitarbeiter von Schwan Gerüstbau und die sagt, du willst also Schwan wieder neu beleben lassen, ich würde gerne bei dir anfangen, aber nur mit der Bedingung, dass bei mir mein Sohn, der arbeitet bei mir mit in einer anderen Firma und ich würde du müsstest den mitnehmen. Und da war ich sofort Feuer und Flamme. Ich sage, gar kein Problem, ich check das ab. Ich melde dich bei der Handwerkskammer an und wir melden dich halt um. Wenn er da wirklich jetzt gehen möchte, das ist aus seinen eigenen freien Stücken, dann würde ich das übernehmen. Und gesagt, getan. Und dann hatte ich meinen ersten Lehrling, ohne dass ich es eigentlich wollte. Ja, dann hatten wir das Problem, dass dieser Lehrling der war in Bernau in einem
überbetrieblichen Ausbildungszentrum. Und da war es zu dem Zeitpunkt, wo das geschlossen werden sollte und alle nicht nach Magdeburg, sondern nach Dortmund sollten. Und da hatte ich mich mit unserer örtlichen Handwerkskammer ausgetauscht und habe gesagt, das geht überhaupt nicht. Wir können nicht die Berliner Schüler nach Dortmund schicken einfach. Die kommen nie wieder. Ich sag mal so, die kriegen morgens nicht mal ihre Bettdecke zurückgeschlagen und dann sollen die bis nach Dortmund fahren. So witzigerweise, ich sage, da müssen wir irgendwelche anderen Möglichkeiten schaffen. Und wir werden dann hier im Osten halt sehr schwer haben, irgendwelche Ausbildungsplätze zu besetzen. Das funktioniert nicht, weil gar keiner Interesse hat, nach Dortmund zu fahren. Also nichts für Dortmund oder so, also nicht, aber wir brauchen in unserer Region. Und da hatte ich ein Treffen veranstaltet mit unserer örtlichen Handwerkskammer, mit der Kreiswerkerhandschaft, und dann hatten wir hier einen Vororttermin. Damals war auch noch die Sina Schäffler, hat sich damit einladen lassen, und dann hatten wir hier einen regen Austausch, und dann wurde sozusagen die Ausbildungsstätte, also ich war da jetzt bestimmt nicht der ausschlaggebende Punkt, aber ich glaube, das war auf jeden Fall ein Punkt, dass man merkt, wir müssen hier wirklich was für die Region tun, und somit hatte man dann Magdeburg schon im Augenschein gehabt, aber ich glaube, damit hat man es extrem beschleunigt, dass die Auszubildenden nicht nach Dortmund mussten. Und diesen Ehrgeiz, den habe ich auch immer noch heute in mir. Und, ja. Ich habe mal eine Baustelle von dir gesehen. Du hast, glaube ich, auch einen eigenen Autokran, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was hatten wir? Einen eigenen Autokran, oder? Ja, genau. Das war auch so ein Phänomen. Erzähle ich eigentlich nicht immer so gerne, weil es ist auch ein bisschen immer so, oder doch, eigentlich ja doch. Ich fand Krähen schon immer toll und waren irgendwie immer sehr, also hat ja auch was Überdimensionales und so. Also mich hat es auch schon immer begeistert. Und mein erstes Projekt, ich kann mich noch genau erinnern, waren die Kirche Demartin. Und meine Mitarbeiter damals, ich muss ja ehrlich gestehen, ich hatte ja vom Gerüstbau gar keine Ahnung. Ich hatte zwar kaufmännisch, glaube ich, was auf der Pfanne und konnte diese Erfahrung damit drinbringen. Aber ich musste ja erstmal den ganzen Gerüstbau als solches in der Technik erstmal erlernen. Ja, also wenn heutzutage jemand sagt, stellst ja nur ein Gerüst an eine Wand, dann soll er das mal versuchen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, es ist viel, viel mehr als nur ein paar Stähle an eine Wand zu stellen. Es ist schon beträchtlich. Und doch habe ich mich an solchen Dingen rangewagt, was ich eigentlich keine Ahnung habe. Und unter anderem war die Kirche da drin, und da fragte ich natürlich, ich bin da auch auf Augenhöhe mit meinen Mitarbeitern, habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wie lange brauchen wir für das Einrüsten dieses Kirchturms? Und er sagten die, 14 Tage bestimmt. Ich sage, was, wieso 14 Tage? Ich habe das ganz anders kalkuliert, hin und her, und ja. Und da sagten die dann, du hast scheinbar keine Ahnung. Ich sage, ja, habe ich wohl nicht. Was müssen wir denn da alles machen? Naja, wir müssen ja, um den Gitterträger übers Kirchenschiff zu legen, müssen wir ja auch Türme hochrüsten, damit das eine vernünftige Auflagekraft haben. Oder wie willst du die Gitterträger dann darüber ziehen oder rüberkriegen? War mir klar. Aber ich gesagt, okay, ja. Aber ich sag, wäre denn nicht viel einfacher mit dem Kran? Und dann guckten die mich ganz fragend an, wie Kran? Hatten wir noch nie einen Kran. Ich sag, dann wird's mal jetzt Zeit. Ich sag, dann baut ihr mal die Gitterträgerkonstruktion unten so zusammen, dass wir die mit dem Kran hochziehen können. Walter, ob das glaubst oder nicht, ich bin mir sicher, die haben nicht dran geglaubt, dass der Kran wirklich kommt, bis er auf der Baustelle stand. Da waren sie natürlich stolz wie Bolle, dass wir innerhalb von 1,5 Stunden die Gitterträgerkonstruktion hochgezogen hatten und wir konnten gut weiterrüsten, ja. Und somit war eigentlich die Sache geboren, oder die Idee, auch Kräne zu haben, ja. Du vermietest heute die Kräne für dich selber, oder du vermietest sie auch extra? Also wir nutzen den wirklich sehr aktiv. Also jeder LKW von uns hat auch, also größere, die 7,5 Tonner natürlich nicht, aber jeder andere LKW hat bei uns einen Kran. Ich finde es einfach gut, wenn man so wenig wie möglich Handarbeit anlegt und
bei uns wird alles mit dem Kran aufgeladen oder abgeladen und wenn irgendwelche Konstruktionen sind, die wir mit dem Kran hochziehen, dann tun wir das auch. Also da sind die schon, das haben die sehr gerne angenommen, auf jeden Fall, weil es natürlich auch viel erleichternder ist. Und unter anderem haben wir auch externe Anfragen, ja. Jeder von meinen Mitarbeitern hat auch sofort einen Kranschein bekommen. Hatten wir hier mal eine Schulung durchgeführt und sind dann, also jeder ist hier kranberechtigt. Jetzt war das dein erster Kirchturm. Wie hoch war der? Der war 32 Meter. Und dein Vorgänger, wie hoch hat der schon mal eingebaut oder hat er noch nie eingebaut? Der hat sogar, oh ja, doch, der war schon besser. Ich glaube, der war auf 68 Meter. Mhm. Wenn du jetzt mal so zurückblickst und sagst, ja, jetzt habe ich das gemacht, wir sind in einer Phase der Entwicklung. Wenn du jetzt heute anschaust, wir haben ja eine gewisse Baukrise, ja. Und in dieser Baukrise, wie lange die jetzt noch anhält und was jetzt noch passiert, weiß halt momentan gar niemand. Ja. Manche sagen, im Frühjahr ist die Baukrise durch, da geht's wieder aufwärts. Manche sagen, da müssen noch viele Pleite gehen, Firmen. Wenn jetzt einer zu dir kommen würde und sagt, ja, also der Bau wird sich nochmal um 30-40% nach unten bewegen, würdest du dann sagen, oh Mensch, da habe ich irgendwie in die Scheiße gegriffen? Oder sagst du, ach, das überlebe ich, da habe ich meine Idee, da voranzukommen? Ich kann das gar nicht bestätigen, dass wir eine Krise haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Also wir haben ja Anfragen und Aufträge en masse. Also ich kann es wirklich nicht bestätigen. Was ich bestätigen kann, dass wir eine sehr unsichere Zeit haben. Ja. Also ob die jetzt so in der politischen Richtung einzuordnen ist, kann man ja mal irgendwann anders mal ausdiskutieren. Aber ich finde, wir sind hier ganzheitlich sehr in einem unruhigen Fahrwasser. Und das ist natürlich für ein Unternehmen immer nicht gut. Aber das ist auch unsere Aufgabe. Genau das, gerade in unsicheren Zeiten, trotzdem den Kurs zu halten und da zu gucken, dass man da durchsteuert. Ich finde, es ist ja auch spannend. Es wäre ja nicht schlimmer, als wenn man da hinplätschert, jeden Montag bis Freitag. Und es ist immer wiederkehrend der gleiche Bereich. Jetzt bist du schon von Anfang an ja Mitglied der Bundesinnung. Ja. Gerüstbau. Ich habe jetzt mitbekommen, du bist jetzt im Arbeitskreis KI. Nutzt du die KI auch schon im eigenen Unternehmen? Machst du schon damit was? Ja, also mir fällt es immer ein bisschen schwer, mal irgendwelche Sachen zu diktieren und so zu Papier zu bringen, dass sie natürlich auch professionell und regelkonform sind. Und da ist KI eine wunderbare Hilfe. Also ich habe da mal mich so rangetestet, so ganz scheu und naja, wer weiß. Und ich muss sagen, also ich nutze es schon fast täglich. Das ist wirklich eine tolle Sache. Und hast du auch schon dir Sachen machen lassen, die zum Beispiel im Prozess Automatisierung? Da bin ich immer ganz bestrebt. Also das geht ja beim Kranfahren los, dass man sagt, das ist ein Prozess, wo wir nicht mehr Handarbeit tätigen müssen. Und genauso sehe ich auch die Zukunft darin, dass wir unsere ganze Angebotswelt, was wir alles da so beackern müssen, dass wir das so automatisieren, dass wir eigentlich also mein Wunsch wäre es, dass irgendwann mir so ein Computer sagt, da ist dieser Auftrag, den hast du jetzt gewonnen. Ohne dass ich da jeglichen selbst händisches Beitun gegeben habe. Ja, ich gehe zum Jahresende raus. Ich hätte da, habe schon einige Feldversuche gemacht, ja. Ja. Die relativ gut waren, aber das dürfen mein Dirk und der Ingolf weiterverfolgen, aber ich habe da schon einige Versuche gemacht und bin da schon ziemlich weit gekommen. Aber ich mache danach was anderes und Gerüstbau mache ich einen Strich drunter und sage, gut, okay, das war ein Kapitel. Viele glauben nicht dran, dass ich mich raushalten kann.
Ich bin ein Typ, ich kann abschließen. Also ich bin nicht Okay. der, wo dann jetzt sagen muss, jetzt gehe ich mal 3 Jahre raus, komm wieder. Ich habe aber Anfragen von Gerüstbauunternehmern, die ein paar Sachen von mir haben wollen. Ja, die können vielleicht das eine oder anderes haben. Der Hermann Scherer, den haben wir schon mal im Hause. Das ist schon ein paar Jahre her, das ist 10 Jahre her. Der verlangt am Tag 10.000. Das ist ganz einfach. Das ist eine ganz einfache Rechenart. Ja? Wenn du was wissen willst, kostet Geld. Und wenn ich 10 bekomme, und dann ist auch in Ordnung. Ja. 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 Ja, dann lasse ich mich vielleicht noch breitschlagen, was für den Gerüstbau zu machen. Aber ansonsten möchte ich das nicht mehr. Ich baue ja Mastermind-Gruppen auf. Das habe ich vorher im Gerüstbau gemacht, mit Gerüstbauer zusammen. Und ich merke, da ist ein unwahrscheinlicher Bedarf da, dass sich Unternehmer untereinander austauschen können im geschlossenen Raum und dann aber auch sagen können, wir wollen gemeinsam gut werden und besser und exzellent werden. Und ich habe da jetzt die letzten 15 Jahre geniale Erfahrungen gemacht im Bereich Mastermind. Und die kann ich einfach auch weitergeben. Ich glaube, da ist der Gerüstbau noch nicht. Gerüstbau ist ja schwierig und Gerüstbau, die wollen nicht viel Geld ausgeben. Ich und Jörg waren in einer Mastermind-Gruppe dabei und wir haben also dort jeder 35.000 Euro bezahlt für ein Jahr. Ja, Und es hat uns wirklich massiv nach vorne gebracht. das kann ich mir gut vorstellen. Und wenn man es mal auf die Monate runterrechnet, dann ist es auch wieder nicht viel. Nein, auf die Monate runtergerechnet ist nicht viel, aber für den Gerüstbauer ist es sehr, sehr viel Geld. Ja. Ja, Ich glaube, genau das ist das, was ich zum Anfang auch mal sagte. Es ist eigentlich sehr, sehr schade, dass wir diese Potenziale, diese tolle Branche nicht richtig entwickeln, nicht ausfächern, die Möglichkeiten nutzen, die wir besitzen, uns auch anders darzustellen. Also ich glaube, wir machen schon viele tolle Sachen, aber wir sind noch nicht wirklich bereit für das Ganze. Und das ist eigentlich so ein bisschen schade. Das denn irgendwie mal gucken, wann der eine oder andere damit aufspringt. Und vielleicht dann so eine Jojo-Effekt oder so eine Welle entsteht. jetzt bist du 55. Jetzt, mein Thema war immer, ab 55 soll man drüber nachdenken. Oder normalerweise soll man schon bei der Gründung einer Firma oder Übernahme einer Firma über die Nachfolge nachdenken. Natürlich habe ich, denn ich auch voll da drin, auch wenn wir wachsen. Und hast du dir da auch jetzt schon einen Plan gemacht, wo du sagst, okay, ich will so 63 will ich aussteigen, oder was ist denn so dein Plan, wo geht denn der hin? Also es gibt jetzt 2 Szenarien. Entweder kommt jemand vorbei und sagt, Frank, was du da Tolles geschaffen hast, ich gebe dir ganz, ganz viel Geld, damit dass ich dir das abkaufe. Dann bin ich natürlich sofort raus. Aber das normale Szenario wird sein, dass ich irgendwann, also 63, vielleicht auch ein bisschen früher sogar schon, das übergebe. Und ich glaube, mein Bauleiter, den ich hier gerade habe, der hat sehr, sehr gute Ambitionen dazu und wir haben, glaube ähnliche Sichtweisen. Er hat natürlich in Summe hat er vielleicht noch ein paar andere, eine ganz andere Art zu denken, weil er ist viel, viel jünger und der lernt ja von der Pike auf an und ich bin ja irgendwann dazugestoßen und kann gar nicht so viel mehr erlernen, wie er es noch vorhat. Und ich glaube, vielleicht in 5 Jahren, vielleicht auch noch ein bisschen länger, aber dann könnte es gut sein, dass ich sage, adios. Obwohl es mir wirklich sehr, sehr schwer fällt. Ich bin so wie du sagtest, einer, der auch abschließen kann. Das war ich im Leben schon immer. Aber mit dem Gerüstbau da, ich weiß noch nicht. Das fällt mir schon mächtig schwer, glaube ich. Also das Einzige, wo ich ganz gern hingehen würde und noch einen Job annehmen würde, wäre das Gewerbeaufsichtsamt. Arbeitssicherheit. Also da wäre ich, wenn die mir einen Job anbieten würden, als draußen rumgehen auf den Baustellen, das wäre, glaube ich, mein Job, den ich brauchen könnte. Ich glaube, ich würde jedes Gerüst sperren. Ja. Ich würde den Hälften der Gerüstbauer würde ich den Gewerbeschein nehmen.
Da sprichst du mir aus der Seele. Ich find's so furchtbar, wenn ich so an manchen Gerüsten vorbeifahre, wo ich dann sage, Mann, du hast es nicht verdient. Ja, wirklich, du brauchst die Branche für deine eigenen Interessen und die dann wirklich nicht gerade hoch sein können, weil wenn man so einen Mist sieht, der da wirklich auf den Baustellen passiert, dann und ich glaube, ich habe auch so angefangen. Also damals, wir sind ja in einer relativ konjunkturschwachen Gegend, ja, in der Region hier. Und ich glaube, so zum Anfang hat man mich auch ziemlich belächelt und hat gesagt, ja, naja, vielleicht 3 Monate, vielleicht ein halbes Jahr, dann ist er wieder weg. Ja, weil ich auch mit der Maßgabe rangegangen bin, nicht wie die anderen hier, mal gucken, wie billig wir das anbieten können, sondern ich habe gesagt, ich habe von Anfang an, wir bauen qualitativ hochwertige Gerüste. Die kosten mehr, ja, aber am Ende des Tages, der schlaue Kaufmann rechnet sich das raus und wird feststellen, das ist gar nicht viel mehr. Oder sogar im anderen Fall sogar günstiger. Weil wenn man bestimmte Dinge nämlich einhält, ein paar Faktoren, dann ist es am Ende des Tages doch günstiger. Also Den Beweis habe ich ja jetzt auch geliefert. der Gerüstbauer, muss ich immer wieder sagen, irgendwann haben alle gelernt, einen Helm aufzusetzen, aber an dem Helm gibt es einen Kinnriemen und der Kinnriemen, den muss man normalerweise zumachen, hier unten zumachen. Ja. Ja. Und wir hatten einen schweren Unfall vor 5, 6 Jahren, da ist uns ein Gerüstbauer bei 6 Meter aus dem Gerüst gefallen. Der hat also das unterste Geländer ein Rohr eingeschraubt und ist da im Sommer durchgefallen und ist 6 Meter runtergefallen und ist unten auf dem Boden an einer Betonkante aufgeschlagen mit dem Kopf. Er hat also mehrfache Brüche gehabt, also ich glaube 16 Mal oder öfters ist er operiert worden. Ich habe den auch im Krankenhaus besucht. Hand gebrochen, Splitterbruch, Füße Splitterbruch. Und der Notarzt hat gesagt zu ihm, das Erste, was ihn gerettet hat, dass er angegurtet war. Also es hat gebremst, das ganze Spiel. Ja, obwohl er dann nicht ausgezogen wurde, aber er hat gebremst. Ja. Das Nächste, was ihm das Leben gerettet hat, war der Kinnriemen. Weil beim Runterfallen wäre dann der Helm runtergefallen. Und er ist dann rückwärts mit dem Kopf auf diese Betonkante. Und das hat ihm das Leben gerettet. Und deswegen bin ich da auch so hinterher, dass der Kinnriemen nicht mehr zu ist. Ja. Die sagen dann, ja, ich kriege unterschiedlicher Bartwuchs und unterschiedliche Bräunungen am Gesicht, interessiert mich alles nicht. Und wenn ich sehe, 80% haben kein Gurt, also kein Kinnriemen, der hängt immer überall oben, finde ich fahrlässig, weil passiert das Gleiche, wenn von oben ein Teil runterfällt auf den Helm, in dem Moment fällt der Helm runter vom Grund, einfach weil der hochspringt oder vom Schreck her fällt er weg. Und wenn das zweite Teil hinterherkommt, habe ich so einen Kopf. Sieht keiner ein. Und das würde ich rigoros durchsetzen. Also Gurt umlegen, Gurt vielleicht angurten, ja, Helm aufsetzen, Arbeitsschuhe, da sind wir schon recht weit. Aber Kinnriemen, da wäre ich, wenn ich da einen Job bekommen würde, ich glaube, ich würde jede Baustelle sofort lahmlegen. Du wärst dann sozusagen der Kinnriemenwalter. Genau, ja. Genau. Ja. Nee, aber schön, natürlich, ja. Wenn man die Erfahrung gemacht hat, dann sieht man das natürlich aus einer ganz anderen Sichtweise. Und dann ist man wirklich froh, dass er noch am Leben ist. Und dadurch, ja, naja. Ich muss dazu sagen, den haben die zusammengeflickt, ja. Hat eine Zeit lang gedauert. Der ist aber heute wieder bei uns Kolonnenführer. Na, gucke. Siehst du? Also er war lange krank, war fast 1,5 Jahre krank, haben sie wieder zusammengeflickt und wir haben ihn dann wieder eingearbeitet als heute Kolonnenführer. Sicher ist er nicht mehr so schnell wie früher, aber er ist trotzdem ein guter Kolonnenführer. Ja. Das ist ja auch nicht die Aufgabe, schnell zu sein als Kolonnenführer, sondern die Baustelle zu managen da. Also genau, da stehen auch viele nicht. Die Kolonnenführer meinen immer, sie müssen oben im Gerüst stehen. Da bin ich komplett dagegen. Genau. Die müssen koordinieren. Genau, die müssen ansagen, was zu tun ist und dann, genau, die Fäden ziehen auf der Baustelle. Jetzt die vorletzte Frage. Ja. Hast du einen Notfallplan? Ja, tatsächlich. Es hat ein bisschen gedauert. Ich
ich höre mir immer gerne andere Meinungen an und nur so kann ich ja auch dazu lernen. Und irgendwann kam das Thema mal auf den Tisch. Was ist denn mal, wenn mit dir was passiert? Und wir haben hier bei uns auf dem Server einen Ordner zu liegen, wo auch tatsächlich sowas hinterlegt ist, was zu tun ist, wenn. Denn wäre für mich ein Graus, mit ansehen zu müssen. Ich liege vielleicht im schlimmsten Fall im Krankenhaus oder so und sehe, dass die Firma am Bach runtergeht, weil ich bestimmte Dinge einfach nicht berücksichtigt oder nicht bedacht habe. Das wäre wirklich schade. Ja. Da will ich dir noch einen kleinen Tipp geben. Wir haben den Stick bei den Erben und im Bankschließfach. Mhm. Wenn du einen Cyberangriff bekommst, brauchst du den Notfallplan heraus. Okay, ja, das stimmt. Ja, guter Tipp, ja. Ja, da werde ich mal so einen Stick bei mir ins Schließfach legen. Ja, weil da bist du besser, du hast ihn woanders, weil ein Cyberangriff gehabt jetzt, aber wir konnten ihn Gott sei Dank abwehren, ja. Mhm. Die IT hat das rechtzeitig gemerkt, aber wenn die deine Daten verschließen, hast du gar nichts mehr. Ja. Ja, und wir haben eine App, da wo wir alle Verträge drauf haben. Mhm. Das ist KI gesteuert, also ich scanne das ein und er liest die komplett aus und die Verträge sind dann da in dieser App drin, alle Verträge, also nicht Kundenverträge, die haben wir woanders digital im SharePoint, aber alle andere Verträge, Banken, Mitarbeiter, alles was wir haben über 400 Verträge, die sind alle dort in dieser App drauf und die App haben wir zusätzlich nochmal runtergesichert, also zweimal gesichert. Walter, ich muss dich mal besuchen kommen, wenn es erlaubt ist. Dann würde ich gern mal bei dir vorbeikommen. Da musst du für den Dezember noch kommen, ja. Danach. Aber beim Dolk darf auch jederzeit jemand kommen. Wir haben jetzt die Woche eine Angestellte da gehabt von der Firma Wahler Gerüstbau aus Laach. Und die wollte bei uns mal reinschauen und das darf jeder bei uns jederzeit kommen. Auch wenn ich weg bin, darf jeder kommen. Wir haben ganz viele Gerüstbaufirmen, die regelmäßig uns besuchen. Cool. Müssen sich nur auf den Weg machen, sage ich immer. Schön. Ja. Also das kann ich auch so mal mitgeben, vielleicht in diese Runde nach draußen, wenn jemand fasziniert ist von meiner Art, wie ich das gemacht habe und möchte da ein paar Antworten oder Fragen stellen, kann jederzeit hierher kommen. Wir haben schon echt wirklich verrückte Sachen gemacht in den 4 Jahren. Also ich bin da wirklich auch stolz drauf, dass es so funktioniert hat und es macht auch einfach Spaß. Und ich glaube, das ist was nachher am Ende des Tages aussieht. Die letzte Frage. Wirst du jetzt von zu Hause genügend gelobt für das, was du tust? Ja. Ja. Die sind alle mächtig stolz im Nachgang. Also meine Frau, die war ja auch sehr skeptisch über diese Entscheidung, aber heute sagt sie, das ist schon alles toll, was du da machst. Dankeschön, Frank. Gerne. Dass du dabei warst. Ja, schön. Ja? Wenn es euch gefallen hat, einen schönen Like oder abonniert unseren Kanal. Genau. Ja. Das war Walter Stuber, der Mutmacher, im Gespräch.